Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Wir haben die Weiten des Universums erforscht und Planeten erreicht, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. Aber direkt unter unseren Füßen, in den Tiefen des Ozeans, gibt es noch unzählige Rätsel, die gelöst werden müssen. Diese dunklen Gewässer verbergen seltsame Kreaturen, unglaubliche Phänomene und Geheimnisse, die ihnen eine Gänsehaut über den Rücken jagen werden. Mach dich bereit. Denn hier sind 20 Geheimnisse auf dem Grund des Ozeans, die dich erschaudern lassen werden. Der Octopus Garden. Tief unter der Meeresoberfläche, in der unheimlichen Mitternachtszone, stießen Wissenschaftler auf etwas wirklich Bizarres. Eine riesige Ansammlung von 20.000 Kraken, die sich um einen geothermischen Schlot drängten. Aber das war kein zufälliges Zusammentreffen. Diese Tiefseekreaturen führten ein geheimnisvolles Ritual durch, bei dem sie sich eng um ihre Eier wickelten und diese auf den Kopf stellten. Für Meeresbiologen war das eine verblüffende Beobachtung. Es ist zwar bekannt, dass Kraken ihre Eier in Gruppen ablegen, aber nie in so großer Zahl und nie in einer so extremen Umgebung. Was genau war also los? Nach umfangreichen Untersuchungen glauben Experten, dass diese cleveren Kopffüßer die Wärme und die Nährstoffe des Schlots nutzten, um die Entwicklung ihrer Eier zu beschleunigen. Der Grund: Je länger die Eier in dem riesigen, gefährlichen Ozean brauchen, um zu schlüpfen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Beute werden. Indem sie die Wärme des Lüftungsschachts als Brutkasten nutzen, haben die Krakenmütter möglicherweise eine geniale Methode entdeckt, um ihren Nachkommen eine bessere Überlebenschance zu geben. Aber jetzt kommt der Clou. Wie haben diese Tiefseebewohner diesen lebensrettenden Trick herausgefunden? Das ist ein Rätsel, das noch nicht gelöst ist. Schiffswracks im Golf von Mexiko. Auf den ersten Blick mögen Schiffswracks gar nicht so mysteriös erscheinen. Denn seit Menschen die Meere befahren, sind Schiffe durch Stürme, Fehlkalkulationen und unglückliche Unfälle verloren gegangen. Einige waren einfach nicht reisefähig, während andere ihr Schicksal in stürmischen Gewässern fanden oder mit Hindernissen zusammenstießen, die sie nicht kommen sahen. Aber im Golf von Mexiko ist die schiere Anzahl der verschollenen Schiffe erstaunlich. Man könnte erwarten, einige verstreute Wracks zu finden. Aber in Wirklichkeit schätzen Experten, dass rund 4000 Schiffe in diesen Gewässern ruhen. Von historischen Segelschiffen bis hin zu Schiffen der Neuzeit. Eine Expedition im Jahr 2018 bestätigte, dass diese Wracks in unterschiedlichen Tiefen zu finden sind, von flachen Gewässern bis hin zu den tiefsten Stellen des Golfs. Für Meeresforscher ist dieses riesige Unterwasserarchiv eine ständige Erkundung. Organisationen wie die NOAA haben allein im nördlichen Golf mehr als 600 Schiffswracks kartiert, von denen viele mehr als 2000 Meter unter der Oberfläche ruhen. Darunter befinden sich Freibeuterschiffe aus den frühen 1800er Jahren, Kriegsschiffe und sogar Gerüchte über lange verschollene spanische Schatzschiffe, die noch Reste ihrer früheren Fracht enthalten könnten. Diese versunkenen Relikte erzählen vergessene Geschichten über Geschichte, Abenteuer und Entdeckungen. Da es noch so viel zu erforschen gibt, stellt sich die Frage, welche Geheimnisse der Tiefe noch zu lüften sind. Hot Tub of Despair. Tief unter dem Golf von Mexiko liegt ein Ort, der mit keinem anderen vergleichbar ist. Ein tödliches Unterwasserbecken, aus dem nur wenige Lebewesen entkommen können. Dieses unheimliche Phänomen, das oft als Jacuzzi der Verzweiflung bezeichnet wird, befindet sich fast 1000 Meter unter der Oberfläche und ist 30 Meter breit und 4 Meter tief. Auch wenn der Name einladend klingt, ist dies ein Hot Tub, in dem man definitiv nicht schwimmen möchte. Was dieses Unterwasserbecken so ungewöhnlich macht, ist seine extreme Salzkonzentration, 5-mal höher als die von normalem Meerwasser. Diese Dichte verhindert eine Vermischung mit dem umgebenden Ozean, wodurch ein in sich geschlossener, giftiger Soulpool entsteht. Im Wasser bilden Methangas und Schwefelwasserstoff eine Umgebung, in der nur wenige Meereslebewesen überleben können. Tatsächlich haben Tiefseekameras gespenstische Bilder von Krabben und anderen Meeresbewohnern eingefangen, die sich versehentlich in den Pool verirrt haben, um dann nicht mehr zurückzukehren. Die einzigartige Entstehung dieser tödlichen Falle geht auf Millionen von Jahren zurück, als der Golf noch ein viel flacheres Meer war. Im Laufe der Zeit hinterließ die Verdunstung dicke Salzschichten, die unter enormem Druck diese Sohlebecken entstehen ließen. Obwohl dieser Ort für die meisten Lebewesen gefährlich ist, bietet er doch einen faszinierenden Einblick in die seltsamen und extremen Umgebungen, die hier auf der Erde existieren. Wissenschaftler erforschen sie weiterhin und entschlüsseln Geheimnisse über das Überleben in der Tiefsee.
die Geschichte der Ozeane und die Grenzen des Lebens selbst. Julia Sound. Wenn man an den Ozean selbst denkt, ist eine Empfindung, an die man vielleicht nicht so oft denkt, der Klang. Wenn man im Wasser ist, herrscht eine unheimliche Stille um einen herum, weil das Wasser die Ohren verschließt und der Druck so hoch ist, dass nur bestimmte Geräusche zu einem durchdringen. Wir wissen, dass Tiere wie Wale Geräusche aussenden können, die weit unter Wasser zu hören sind. Aber andere Lebewesen, nun ja, nicht so sehr. Deshalb ist es auch so schockierend, dass die National Oceanic and Atmospheric Administration am 1. März 1999 ein Geräusch aufzeichnete, das sie noch nie zuvor gehört hatte. Ebenso wichtig ist, dass es sich nicht nur um ein Geräusch handelte, nicht einmal um ein lautes Geräusch. Es war ein Geräusch, das so dröhnend war, dass man es über das gesamte Hydrophone-Array hören konnte, das im Pazifischen Ozean aufgestellt worden war, der Tausende von Kilometern breit ist. Ein weiterer Punkt ist, dass das Geräusch nicht kurz war. Es dauerte tatsächlich etwa 3 Minuten. Wie Sie sich vorstellen können, sind alle möglichen Leute aufgetaucht, um ihre Theorien darüber aufzustellen, was das Geräusch wirklich war. Einige von ihnen begaben sich auf wahrhaft monströses Terrain und behaupteten sogar, dass es sich um einen Beweis für Cthulhu handelte, was wir alle dankbar sein sollten, dass es widerlegt wurde, da wir einen solchen Gott in unserer Welt nicht brauchen. Die offizielle Antwort auf die Frage, was das Julius-Geräusch war, lautet, dass das Geräusch von einem großen Eisberg ausging, der in der Nähe oder auf der Antarktis auf Grund lief. Und wenn man bedenkt, welche Masse die meisten Eisberge haben und wie lange es dauern würde, bis sie sich nicht mehr bewegen, dann passt das zu dem ungewöhnlichen Geräusch und seiner Dauer. Andererseits kann niemand genau sagen, woher das Geräusch kam, da es ein breites Echo hinterließ, und so wird das Ereignis bis zum heutigen Tag untersucht. Adams-Brücke. Wenn Sie nach Indien reisen, insbesondere an die Küste, der Sri Lanka vorgelagert ist, werden Sie unweigerlich auf die Adams-Brücke stoßen. Sie ist deshalb so interessant, weil es sich um einen riesigen Kalksteinfelsen handelt, der die beiden Länder miteinander verbindet. Das allein macht sie schon diskussionswürdig. Es wird jedoch immer wieder darüber diskutiert, ob die Brücke auf natürliche Weise entstanden ist oder ob sie von Menschenhand geschaffen wurde. Die Brücke ist so besonders, dass sie sogar in wichtigen religiösen Texten des Hinduismus erwähnt wird, was sie zu einer Art religiösem Symbol der Region macht. Auf wissenschaftlicher Seite haben viele versucht herauszufinden, wie alt er ist und ob er von der Natur geschaffen wurde und wie er so perfekt geformt wurde, um 2 verschiedene Gebiete miteinander zu verbinden. Falls Sie noch einen Eindruck davon bekommen wollen, wie wahnsinnig groß die Brücke ist. Als die indische Weltraumforschungsorganisation beschloss, eine Karte der Brücke zu erstellen, um einen Einblick zu bekommen, stellte sie fest, dass sie tatsächlich 29 Kilometer lang ist, um das klarzustellen. Diese Brücke kann man nicht einfach überqueren, da sie größtenteils unter Wasser liegt. Doch das war früher offensichtlich nicht der Fall, denn der Wasserspiegel ist im Laufe der Jahre gestiegen und hat die Brücke unter die Wellen des Ozeans gedrückt. Dennoch ist sie nach wie vor ein wichtiger Teil Indiens und Sri Lankas. Und viele wollen ihre Ursprünge verstehen und wissen, ob es noch weitere solche Brücken auf der Welt gibt. Die Ruinen des Golfs von Kambat. Der Golf von Kambat liegt vor der Westküste Indiens und bei einer Ausgrabung behaupteten Archäologen, Ruinen einer verlorenen Stadt gefunden zu haben. Das allein wäre noch nicht schockierend oder gar seltsam, denn wir haben im Laufe der Jahre zahlreiche Unterwasserstädte an den verschiedensten Orten gefunden. Das Besondere an diesem Fund ist jedoch, dass in der Kluft nicht nur Werkzeuge gefunden wurden, sondern auch Überreste von stadtähnlichen Strukturen. Ein Stück Holz, das von einer der angeblichen Strukturen stammte, wurde mit Kohlenstoff datiert und ist etwa 9500 Jahre alt. Wenn dies vollständig bewiesen ist, wäre dies die älteste Stadt der Welt. Das Team, das diesen Fund gemacht hat, hat 2001 eine Ausgrabung durchgeführt, um weitere Artefakte zu finden. Und außer diesem Stück Holz haben sie noch eine ganze Menge mitgebracht. Zu den gefundenen Artefakten gehörten Keramikscherben, verwitterte Steine, die zunächst als Handwerkszeug beschrieben wurden, versteinerte Knochen und ein Zahn. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es an diesem Ort eine Art von Zivilisation gab. Doch nicht jeder ist mit dieser Aussage einverstanden. Erstens war die Kohlenstoffdatierung nicht immer die zuverlässigste Methode, um das Alter einer Sache zu bestimmen. Zweitens war die Methode, mit der viele dieser Artefakte geborgen wurden, nämlich das Ausbaggern.
Nicht die richtige oder effizienteste Methode, um sowohl die Artefakte zu erhalten, als auch das Gebiet um sie herum zu bewahren. Verunreinigungen können die Ergebnisse verfälschen. In jedem Fall handelt es sich um ein interessantes Stück Geschichte, das unsere Sichtweise auf antike Zivilisationen verändern könnte. Aber bis wir weitere Beweise für das Alter finden, wird es umstritten sein. Das Geheimnis des Weißen Hais. Der Ozean steckt voller Überraschungen. Und manchmal können selbst die unerwartetsten Kreaturen einander auf eine Weise übertreffen, die wir uns nicht vorstellen können. Diese Geschichte begann, als Wissenschaftler einen 3 Meter langen weißen Hai markierten und verfolgten, um seine Bewegungen zu studieren. Monatelang schien alles normal zu sein, bis der Peilsender plötzlich unter mysteriösen Umständen an einem australischen Strand angespült wurde. Als die Forscher die Daten analysierten, machten sie eine faszinierende Entdeckung. Der Hai war von einem anderen Meeresraubtier gefressen worden. Aber wer oder was könnte ein so mächtiges Tier zur Strecke bringen? Nachdem die Wissenschaftler die Hinweise zusammengefügt haben, glauben sie, dass die Antwort bei den weißen Haien selbst liegt. Die Beweise deuten darauf hin, dass ein größerer weißer Hai dafür verantwortlich war, was auf eine wenig bekannte Tatsache hinweist. Einige Haie machen gelegentlich Jagd auf ihre eigenen Artgenossen. Dieses Verhalten mag zwar überraschend erscheinen, ist aber nicht ungewöhnlich. Bestimmte Haiarten wurden sowohl in der Neuzeit als auch im Laufe der Geschichte dabei beobachtet, wie sie unter den richtigen Bedingungen dieses Verhalten an den Tag legten. Ob es sich nun um einen Territorialstreit handelte oder einfach nur darum, dass ein Hai zur falschen Zeit am falschen Ort war. Diese Entdeckung bietet einen faszinierenden Einblick in die verborgene Welt der größten Raubtiere des Meeres. Die Anomalie in der Ostsee. Nach diesem letzten Thema ist es nur fair, dass wir jetzt über etwas Mysteriöseres sprechen. Ich werde also über eines der größten Geheimnisse der Tiefsee sprechen. Die Ostsee-Anomalie. Sie begann, als schwedische Taucher des Ocean X-Teams auf Schatzsuche waren. Damals fuhren sie in einen bestimmten Teil der Ostsee und fanden eine Formation, die sie nicht sofort identifizieren konnten. Wenn man sich die Bilder der Anomalie ansieht, kann man verstehen, warum die Forscher zögerten, sie als etwas Natürliches oder vom Menschen Geschaffenes zu bezeichnen. Schließlich befand es sich eindeutig auf dem Grund des Wassers und musste irgendwie dorthin gelangen. Aber die Art und Weise, wie es geformt war, ließ es so aussehen, als sei es von Menschenhand geschaffen worden. Außerdem wurde berichtet, dass sich die Elektronik beim Versuch, die Anomalie zu scannen, abschaltete. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist umstritten. Das klingt allerdings ziemlich cool. Die beste Vermutung ist, dass es sich entweder um eine einzigartige Gletscherablagerung handelt, die wirklich einmalig ist, oder um eine Art vulkanisches Gestein, das vor langer Zeit dort abgelagert wurde. Und ja, es sieht tatsächlich aus wie der Millennium Falcon. Und du bist nicht der Erste, der das denkt. Der Milchsee-Effekt. Wenn Sie auf dem Meer unterwegs sind, erwarten Sie vielleicht, dass Sie Licht von dem Schiff, auf dem Sie sich befinden, von möglichen Leuchttürmen oder anderen von Menschenhand geschaffenen Orten in Ihrer Nähe oder vom Himmel über Ihnen sehen. Seit vielen Jahrhunderten berichten Kapitäne jedoch, dass sie gelegentlich auf kilometerlange Meeresabschnitte stoßen, von denen Licht ausgeht. Man kann sich nur vorstellen, wie das für die Menschen damals ausgesehen haben muss, vor allem angesichts des Aberglaubens der damaligen Zeit. Heute ist der Milchsee-Effekt ein Phänomen, das wir immer noch erforschen und zu entschlüsseln versuchen. Wenn Sie sich mit Meereskunde auskennen, dann wissen Sie, dass bestimmte Teile des Ozeans durch Biolumineszenz leuchten können. Und zwar aufgrund von Mikroorganismen, die sich im Wasser befinden und dies verursachen. Wie die Wissenschaftler jedoch fairerweise anmerken, handelt es sich dabei um viel kleinere Wasserabschnitte, sodass der Effekt nicht so groß ist wie der, den Seeleute und andere heute beobachten. Manche vermuten, dass es an bestimmten perfekten Bedingungen liegt, die das Wasser so zum Leuchten bringen, aber das weiß einfach noch niemand. Aber wenn Sie ein Milchmeer sehen, geraten Sie nicht in Panik, denn es ist ein natürliches Phänomen, das von alleine kommt. Der Riesen Leptocephalus. Jetzt werde ich über etwas sprechen, das Sie holen könnte, wenn Sie nicht so viel Glück haben. Der Giant Leptocephalus war eine besondere Aalart, die erstmals 1959 beschrieben wurde. Warum rufe ich gerade diesen Aal auf und mache ihn zum Aal? Schätzungen zufolge handelt es sich nämlich um den größten Aal, den Sie je gesehen haben. Und er übertrifft sogar einige der größten Meeresbewohner der Welt. Das kann man sagen,
weil ein Exemplar angeblich in der Nähe von Südafrika entdeckt wurde und 21 Meter lang sein soll. Das ist ein ziemlich großer Aal, und wenn er so lang werden kann, dann wäre das eine beängstigende Begegnung in der Tiefe. Glücklicherweise ist das nicht ganz unumstritten, denn es gibt nur wenige Details über den Aal. Allerdings wissen wir von großen Dingen, die in der Tiefe leben. Also ist alles möglich. Besondere Entdeckung. Unter Wasser passieren viele merkwürdige Dinge, zu denen auch seltsames Verhalten gehört. Wer den Pixar-Klassiker Findet Nemo gesehen hat, weiß, dass sich Fische oft in großen Gruppen und in Formationen bewegen. Warum sie so kreisen und den Hai sozusagen bedrohen, ist unbekannt. Eine logische Vermutung wäre, dass sie sich bedroht fühlten und sich deshalb zusammengetan haben. Denn es gibt zwar immer einen größeren Fisch, aber es gibt auch immer kleinere Fische. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung im Kommentarbereich unten mitteilen. Ruinen im Ägäischen Meer. Erinnern Sie sich noch daran, wie ich vorhin über die verlorenen Städte sprach, die unter den Wellen gefunden wurden? Griechenland ist ein Ort, an dem solche Funde gemacht wurden. Und wenn man seine Beziehung zum Wasser bedenkt, sollte das keine allzu große Überraschung sein. Bei den Ruinen in der Ägäis handelt es sich um die Überreste bestimmter verlorener Städte, die im Laufe der Geschichte vom Meer verschlungen wurden, und um einige bedeutende antike Städte, die dadurch verloren gingen. Eine davon ist die Stadt Kan. Eine bekanntere ist die Stadt Pavlopetri, die über 5000 Jahre alt ist und bis heute im Wasser liegt, nachdem sie durch ein Erdbeben versunken war. Pavlopetri liegt vor der Küste Lakoniens in Südgriechenland, in der Nähe der Stadt Elefonisos, und man nimmt an, dass sie etwa 5000 Jahre alt ist. Sie ist eine der ältesten versunkenen Städte der Welt und eine unschätzbare archäologische Stätte, die einen Einblick in die antike Stadtplanung und das Leben in der Bronzezeit bietet. Sie wurde 1967 von Nicholas Fleming, einem Meeresarchäologen der Universität Southampton, entdeckt und 1968 von Archäologen kartiert und erforscht. Sie liegt nur etwa 3 bis 4 Meter unter der Wasseroberfläche, sodass sie für Unterwasserforschung und Erkundung zugänglich ist, und umfasst eine Fläche von etwa 9000 Quadratmetern. Dazu gehören Straßen, Höfe, Gebäude, Gräber und Töpferwaren, die alle unter dem Meer erhalten sind. Ruinen wie diese und andere, die in diesem Gebiet gefunden wurden, deuten darauf hin, dass möglicherweise noch mehr Städte in Griechenland entdeckt werden, aber das wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Kolossaler Tintenfisch. Kommen wir noch einmal kurz auf die Kreaturen der Tiefsee zurück. Denn wenn man über die größten Lebewesen des Ozeans spricht, kommen unweigerlich der Riesenkalmar und der Riesenkalmar ins Spiel. Wahrscheinlich waren es diese Kreaturen, die die Seeleute zeitweise heimsuchten und zu dem Glauben führten, dass es den allmächtigen Kraken tatsächlich gab und dass er allein mit seinen Tentakeln ganze Schiffe zerquetschen konnte. Die Wahrheit ist glücklicherweise, oder vielleicht auch traurigerweise, viel alltäglicher. Der Riesenkalmar ist zwar riesig, aber nicht groß genug, um sich um Boote zu wickeln und sie in Davy Jones' Spind zu ziehen. Es sei denn, das Boot ist wirklich klein. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass der Riesenkalmar etwa 10 Meter lang ist, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, da er in den Tiefen des Ozeans lebt. Können wir ihn nicht so oft genau untersuchen, und das lässt Raum für Interpretationen darüber, wie er lebt und wie groß er wirklich wird. Die uralte Stadt Dwarka. Langsam wird Ihnen klar, wie viele antike Städte derzeit unter Wasser liegen, oder? Diesmal geht es zurück nach Indien, wo viele schon seit geraumer Zeit nach der antiken Stadt Dwarka suchen. Es ist nicht einfach eine, die in den Wellen versunken ist. Sie war eine wichtige religiöse Stadt für die alten Inder und eine wichtige Pilgerstadt. Die Stadt soll am Arabischen Meer gelegen haben und wurde versenkt, als eines der Königreiche des Landes unterging. Menschen sind ins Arabische Meer getaucht und haben versucht, Dinge wie Artefakte aus der Stadt oder möglicherweise sogar die Grundmauern der Stadt zu finden. Nicht alle Entdeckungen waren schlüssig, aber das bedeutet nicht, dass die Suche beendet ist. Allerdings wollen viele die Schlüsselstadt selbst finden. Die Bimini-Straße. Manchmal, wenn man sich den Ozean oder das Meer ansieht, findet man etwas, das man nicht erwartet hat. Und man fragt sich, ob man etwas sieht, das viel mehr ist, als es scheint. Die Bimini Road ist ein solches Beispiel. Denn diese sogenannte Straße ist eigentlich eine Reihe von Blöcken, die in der Bimini-Inselkette zu finden sind. Was die Menschen über die Jahre hinweg zum Reden gebracht hat, ist die Tatsache, dass die Lage und Platzierung der Blöcke den Anschein erwecken,
dass es sich um eine künstliche Schöpfung handelt. Aber die Antwort auf die Frage, wer sie gemacht hat, kann niemand beantworten oder auch nur andeuten. Aus diesem Grund gibt es einen solchen Streit darüber, was es sein könnte oder auch nicht. Denn viele halten es für eine natürliche Formation, die wie eine Straße aussieht. Und manche meinen, es sehe gar nicht wie eine Straße aus, sondern eher wie eine Mauer, wie auch immer. Die Menschen diskutieren bis heute über seine wahre Herkunft. Die Bimini Road wurde erstmals 1908 Undre Isig von dem Unterwasserforscher Edward Cayce entdeckt, der bekanntlich voraussagte, dass die Spuren von Atlantis auf den Bahamas gefunden werden würden. Sie befindet sich in flachen Gewässern vor der Insel North Bimini und ist daher zum Schnorcheln und Tauchen geeignet. Einige Theoretiker glauben, dass es sich um die Überreste einer alten Zivilisation und möglicherweise sogar um die verlorene Stadt Atlantis handelt, während Befürworter argumentieren, dass die lineare und organisierte Anordnung der Steine wahrscheinlich nicht natürlich ist. Geologen sind der Meinung, dass die Bimini Road eine natürliche Formation ist, das Ergebnis von Küstenerosion und Gezeitenkräften, die dazu geführt haben, dass Strandgestein zerbrochen ist und sich in einer Linie abgesetzt hat. Strandgestein bildet sich auf natürliche Weise in flachen Küstengewässern, und ähnliche Formationen gibt es auch in anderen Teilen der Welt. Unterwasserkreise. An der Oberfläche haben wir es oft mit sogenannten Kornkreisen zu tun, über deren Ursprung es interessante Theorien gibt. Unter dem Meer haben sie es jedoch mit ihren eigenen Kreisen zu tun. Wenn man sich diese Kreise ansieht, kann man verstehen, warum sie nicht von dieser Welt sind. Denn man fragt sich, wie so etwas entstehen konnte. Nun, das Leben findet einen Weg. Diese Kreise sind eigentlich eine Art Paarungskreis, den Kugelfische anlegen, um eine Partnerin anzulocken. Wenn sie erfolgreich sind, legt das Weibchen seine Eier genau in der Mitte des Kreises ab. Und dann beginnt der Lebenszyklus. Stonehenge am Michigansee. Im Jahr 2023 wurde bei einem tiefen Tauchgang im Michigansee eine Art prähistorische Struktur entdeckt, die viele Menschen an Stonehenge denken ließ. Wie man an den Felsen selbst und ihrer Anordnung erkennen kann, ist der Vergleich sehr treffend. Das Alter dieser Steine wurde auf etwa 9000 Jahre geschätzt, womit diese Formation einige Jahrtausende älter wäre als Stonehenge. Das wirft natürlich Fragen darüber auf, wer sie gebaut hat, warum sie gebaut wurde und wie sich die Dinge so verändert haben, dass der See nicht mehr trocken genug war, um diese Struktur vollständig unter Wasser zu setzen. Der Barrel-Eye Fish. Wie ich in der Einleitung schon angedeutet habe, kann sich das Leben in den Tiefen des Ozeans auf eine Weise entwickeln, die den Verstand verblüfft. Und wenn Sie sich den Barrel-Eye Fish ansehen, werden Sie genau sehen, was ich meine. Kannst du mir erklären, warum ein Fisch wie dieser existiert? Dies ist eine der vielen Fischarten, die in der Mitternachtszone leben, wo es kein natürliches Licht gibt. Wissenschaftler glauben, dass der durchsichtige Kopf, den Sie hier sehen, eine Entwicklung war, um sowohl das Licht zu absorbieren, das in diesen Tiefen zu finden war, als auch sicherzustellen, dass er nicht von Raubtieren angegriffen werden konnte, die von oben auftauchten. Es ist ein ziemlich umständlicher Weg, aber wenn es funktioniert, können wir nichts dagegen sagen. Kubanische Unterwasserstadt. Hier haben wir einen weiteren Fall, bei dem eine Formation in einem ahnungslosen Gebiet gefunden wurde und die Menschen nicht wissen, was sie davon halten sollen. In diesem Fall wurde sie vor der Küste Kubas gefunden. Sie wurde 2001 entdeckt und die Wissenschaftler waren schockiert, dass sich die Formation, die wie eine Stadt aussah, etwa 600 Fuß unter der Oberfläche befand. Das würde bedeuten, dass sie einst Teil des Festlandes war und durch irgendetwas untergegangen ist. Das Kopfzerbrechen begann, als zwei sehr unterschiedliche Seiten, zwei sehr unterschiedliche Meinungen darüber vertraten, was die Formation verursacht hatte. Natürlich waren einige der Meinung, dass es sich um ein natürliches Phänomen handelt, während andere meinten, es sei von Menschenhand gemacht. Es wurde nie ein Konsens zu diesem Thema erzielt. Und das wird sich wohl auch in nächster Zeit nicht ändern. Yonaguni-Denkmal. Lange bevor Kuba seine Debatte hatte Japan mit dem Yonaguni-Denkmal das wohl berühmteste aller Denkmäler. Es wurde von Tauchern zufällig gefunden und später auf ein Alter von etwa 10.000 Jahren datiert. Und wie Sie sich denken können, beginnt damit die Debatte. Wenn man sich das Denkmal ansieht, sieht es so aus, als hätte es jemand tatsächlich gebaut. Und es gab Menschen in Japan zu der Zeit, in der es entstanden sein könnte. Es gibt sogar Hinweise auf die Konstruktion, die darauf hindeuten.
dass es von Menschenhand geschaffen wurde und nicht eine natürliche Formation ist. Wissenschaftler auf der anderen Seite der Debatte würden darauf hinweisen, dass es bestimmte Dinge gibt, die darauf hindeuten, dass es sich um eine natürliche Formation handelt. Aber sie wissen ja, wie es ausgeht. Da die Debatte weitergeht, müssen wir zum Glück nicht mehr über solche Dinge reden. Der Mechanismus von Antikythera. Zu den erstaunlichsten Entdeckungen aus den Tiefen des Ozeans gehört der Mechanismus von Antikythera, ein Gerät, das für seine Zeit so fortschrittlich war. Das ist das, was wir über antike Technologie zu wissen glaubten. Völlig neu definierte. Dieser aus einem griechischen Schiffswrack geborgene Mechanismus wurde zwischen 150 und 100 v. Kurs entwickelt, also Jahrhunderte, bevor die Idee eines Computers überhaupt aufkam. Dennoch konnte dieses bemerkenswerte analoge Gerät Himmelsereignisse verfolgen, Finsternisse vorhersagen und Seefahrern helfen, die Zeit selbst zu navigieren. Das eigentliche Rätsel besteht darin, wie die alten Griechen einen so ausgeklügelten Mechanismus entwickeln konnten und, was noch rätselhafter ist, warum es über 1000 Jahre nach seiner Erfindung nichts Vergleichbares mehr gab. Der Mechanismus von Antikythera ist der Beweis dafür, dass die Geschichte noch immer Geheimnisse birgt, die auf ihre Entdeckung warten. Wer weiß, welche anderen verlorenen Technologien vielleicht noch unter den Wellen verborgen sind. Welche dieser Tiefseeentdeckungen hat Sie am meisten fasziniert? Oder kennen Sie ein anderes Meeresgeheimnis, das einen Platz auf dieser Liste verdient? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, die Seite zu liken und zu abonnieren, um weitere spannende Reisen zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.